Wir haben Kunstwerke dabei, die in verschiedenen Boxen verpackt sind von verschiedenen Künstlern. Wir wissen nicht, was da drin ist. Genauso ist es mit Warschau auch. Wir fahren in diese Stadt und wissen nicht, was da drin ist, was uns dort erwartet. Wir sind das Künstlerkollektiv Urban Art. Unsere Ausstellungsreihe gibt es mittlerweile seit 15 Jahren in verschiedenen Besetzungen. Es geht darum, eine Plattform zu bieten für Künstler, die aus dem Street Art Milieu kommen, eben das auch mal in einem anderen Rahmen als in der Galerie oder im Innenraum auszustellen. Die Künstler, die teilgenommen haben, kommen eigentlich aus ganz Deutschland und sollten uns die verpackten Boxen vorab zuschicken. Dieses Puzzle setzen wir dann in Warschau wieder zusammen. Wir sind in die Stadt gekommen mit unglaublich viel Material. Wir haben Leitern, Sprühdosen, Farbe und natürlich auch die Kunstwerke. Und dann eine Idee zu entwickeln, wie kann unsere Ausstellung am Ende der Woche aussehen. Es gibt natürlich immer viele Kontroversen und wir sind uns da als Team, wir sind ja mindestens 5 Leute meistens, auch immer nicht so ganz einig, wie machen wir was und so. Das sind so Prozesse, die dann einfach ablaufen zu Beginn und auch zum Teil sehr, sehr anstrengend, aber unglaublich notwendig sind. Also ohne das funktioniert es auch gar nicht. Die Straße ist die hier. Wir müssen noch eine nördlich gehen. Ja, das wäre dann die hier mit dem Knick. Genau, richtig. Das heißt, entweder wir gehen raus, uns irgendwie zu entscheiden. Dieses Viertel, was sie gemeint hat, das ist das älteste Viertel in Warschau. Und hier ist dieses Viertel. Das heißt, es würde sich anbieten, dass wir uns hier angucken, dieses Gebäude, das große. Ja, aber die Frage, aber zeig geil mit sowas. Aber zeig. Dann geht man sozusagen das erste Mal am ersten Tag raus in die Stadt. Dadurch, dass das für uns das Naheliegendste ist, suchen wir uns quasi eine Fläche raus, an der man etwas malen kann. Und dazu sind wir in den Sprühdosenladen gegangen, der hier vor Ort ist, weil das meistens das Zentrum ist, wo sich Leute treffen, die auch künstlerisch aktiv sind und wo auch jemand sitzt, der sich mit Graffiti und Street Art auskennt. Das ist natürlich am ersten Tag auch der erste Anhaltspunkt gewesen. Von dort aus sind wir an die erste Wand gegangen, um die ersten kreativen Spuren zu hinterlassen in dieser Stadt. Also das erste Kreativsein, weil es das ist, was wir gut kennen, gut können und was uns Sicherheit gibt, aus der heraus wir dann den nächsten Schritt wagen können. Jetzt befinden wir uns selber in dieser Box Warschau, die wir auspacken. Wir haben uns gesagt, diesen doppelten Boden, der ist für uns eigentlich auch ganz wichtig, dass wir selber in dieser Box auch etwas produzieren, in dieser Stadt, was beeinflusst ist durch diese Stadt. Wir wollen, dass etwas für die Ausstellung in der Stadt selbst entsteht. Dazu positionieren wir leere Leinwände an öffentlichen Flächen, bemalen diese Flächen als Gemeinschaftsproduktion und nehmen die Leinwände dann wieder heraus. Das heißt, ein kleiner Teil dieser Wandproduktion ist dann ein eigenständiges Kunstwerk und kommt dann auch in den Pool, der am letzten Tag mit ausgepackt und ausgestellt wird. Und das Ganze haben wir dann im Laufe der Woche, die wir in Warschau verbracht haben, an verschiedenen Stellen wiederholt.
hinaus wurden in Cottbus und in München, das sind ja unsere zentralen Standorte, Wandmalereien gestaltet, aus denen dann auch Teile entnommen wurden, die wir mit auf die Reise nach Warschau genommen haben. Diese Wandmalereien sind ja schon der erste Teil der Ausstellung und bringen wiederum neuerliche Teile der Ausstellung hervor, die wir der Stadt zurückgeben wollen. Herantasten. Wie reagieren die Leute? Was machen sie? Nehmen sie das als positiv wahr? Wie ist überhaupt das Ambiente dort? Spannenderweise sind die Leute relativ locker damit umgegangen und waren auch interessiert. Und das ist ja auch ein erster Teil der Ausstellung. Und damit sind ja sozusagen auch schon die ersten Besucher da gewesen, die sich die Bilder angeschaut haben. Warschau kennenlernen mit allen Facetten. Das ist ja auch unser Ziel, uns die Architektur der Stadt anzuschauen und diese Architektur auf uns wirken zu lassen, weil das natürlich zentral ist, wenn ich im öffentlichen Raum irgendwas ausstellen möchte, muss ich ein Gefühl dafür kriegen. Das ist in jeder Stadt anders. Mittlerweile sind wir jedes Jahr in einer anderen Stadt. So waren wir die letzten Jahre unter anderem in Zagreb, in Prag, in Rom, in Den Haag und jetzt eben in Warschau. Warschau ist extrem weitläufig. Es gibt riesengroße Straßen, riesengroße Flächen, freie Flächen. Die Gebäude sind auch sehr, sehr hoch. Man muss weite Strecken zurücklegen, laufen. Braucht die öffentlichen Verkehrsmittel, Straßenbahnen. Es gab ein Gebäude, was uns sehr beeindruckt hat. Das ist der Palast für Kultur und Wissenschaft. Ein unglaublich imposantes Gebäude in einen großen freien Platz eingebettet. Das ist so ein markanter Punkt, wo wir sagen, wow, das ist echt hängen geblieben. Diese großen Straßen sind hängen geblieben und diese weiten Flächen von Warschau. Die Architektur ist nur eine Facette. Wichtig ist für uns aber auch das Geschichtliche.
was auf Warschau bezogen ein sensibles Thema ist. Die Frage ist, greift man das mit auf oder greift man das nicht auf? Um uns dem Thema zu nähern, haben wir uns das Mahnmal der Ghettohelden angeschaut und auch den Umschlagplatz. Und da live zu stehen, macht natürlich nachdenklich. Und es kam die Frage auf, wie kann man dieses Gefühl in die Ausstellung bringen? Graffiti ist der Ghetto-Begriff ja zum Teil positiv besetzt und man brüstet sich damit, wenn man aus dem Ghetto kommt. Bei der Street Art ist es ja üblich, dass die Werke, die entstehen, auch an Ort und Stelle bleiben. Und jetzt ist die Frage, welches Medium verwenden wir für unsere Ausstellung? Man kann Wände dafür verwenden, man kann aber auch mobile Flächen verwenden, wie Busse, Züge, Straßenbahnen. Öffentliche Verkehrsmittel haben den Aspekt des Transports und der Bewegung mit dabei. Das ist ja auch ein zentraler Punkt in der Ausstellungsvorbereitung, dass die Dinge zusammenlaufen, dass es einen Diskussionsprozess gibt, einen Überlegensprozess und Bewegung in unseren Köpfen. Die Sachen, die hier entstehen, sehr vergänglich an ein Verkehrsmittel anhängen und dieses Verkehrsmittel legt einen bestimmten Weg zurück. Und der Weg ist symbolisch gesehen etwas sehr, sehr Wichtiges. Es gibt ja Straßenbahnen, die durch das damalige Warschauer Ghetto fahren und auch wieder herausfahren. Wir hängen diese Bilder also an und wir lassen sie ziehen. Und gleichzeitig haben wir auch diesen symbolischen Aspekt dabei, dass wir sie sinngemäß aus dem Ghetto befreien. Alles, was wir in dieser Woche tun, läuft auf die eigentliche Ausstellung hinaus. Den letzten Tag, wo das Unboxing tatsächlich passiert.
Eindrücken der Woche haben sich für uns 4 Ausstellungsorte herauskristallisiert. Der erste Ort ist uns aufgefallen, weil er eigentlich so dezent ist. Es handelt sich um eine versteckte Unterführung, die nur für Autos zugänglich ist und doch sehr zentral in Warschau gelegen ist. Und auf einmal war so eine Form von Stille, also die Stadt, der Verkehr ist sehr, sehr laut und man hat dieses Grundrauschen einfach die ganze Zeit dabei und man fährt eine Kurve und fährt durch diese Unterführung und auf einmal ist es still und ruhig und da fahren nicht 1000 Autos lang. Deswegen ist uns dieser Ort aufgefallen. Jedes Jahr nehmen wir uns ein Thema vor. Dieses Jahr Unboxing Warschau. Unboxing ist ja ein neues Phänomen, das häufig mit Konsumverhalten verbunden ist. Leute filmen sich dabei, wie sie von einer Firma oder von irgendjemandem etwas geschickt bekommen und das auspacken und machen in diesem Zuge auch Werbung für diese Sachen. Genau das wollen wir jetzt ummünzen und in einen produktiven Kontext stellen. Natürlich haben wir Eckpunkte vorgegeben. Das Bild soll mit Sprühdose gemacht sein und es muss in einen Schuhkarton passen, was auf diesem kleinen Format eine schwierige Aufgabe darstellt. Wir machen also eine Ausstellung ohne zu kuratieren und die Künstler, die teilnehmen, haben damit maximale Freiheit. Der zweite Ort ist im Besonderen architektonisch interessant und auch sehr markant. Es ist ein Gebäude, das jeder kennt, das ja zentral für Warschau ist. Und jeder erkennt auch Warschau, wenn er dieses Gebäude sieht. Der Palast für Kultur und Wissenschaft. Wir machen uns die ganze Zeit Gedanken darüber, was machen wir überhaupt. Und jeder hat dazu natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Und es ist gar nicht so einfach, die zu integrieren. Aber man kommt genau dadurch auf Ideen, die am Ende darüber hinausgehen, was der Einzelne erschaffen würde. Und das ist ja genau dieser Gemeinschaftsaspekt, der unglaublich wichtig bei der gesamten Ausstellungsreihe ist. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen dritten Ort, der auch wieder diesen Verkehrsaspekt mit aufgreift. Eine Metrostation, die aus Glaskuppeln besteht, an denen man die Bilder gut anbringen kann. Auch künstlerisch gesehen ist das so, wir nehmen uns ja alle dasselbe Thema vor, aber jeder setzt es ganz anders um. Und wenn wir die Kunstwerke dann auspacken, ist es ja auch immer eine Überraschung. Was kommt da am Ende bei raus? Wie hat jeder diese Aufgabe umgesetzt? Was hier noch eine Rolle spielt, es gibt viel Publikumsverkehr. Das heißt, man kann schauen, wie reagieren die Leute. Sind sie pikiert, weil man irgendetwas macht, was nicht in ihr Schema passt? Sind sie neugierig? Sind sie interessiert? Tun sie so, als würden sie es nicht mitbekommen? Es ist ja in der Großstadt auch immer ein Phänomen, dass die Leute gar nicht mitkriegen, was um sie herum passiert. Genau deswegen ist es ja auch gut, in diesen Raum mal zu gehen. Wenn wir das Ganze eine Weile wirken lassen, das heißt, wir überlassen die Bilder sich selbst. Genau so, wie wir es bei der Straßenbahn ja auch gemacht haben.
dem 4. Ausstellungsort. Und dann kommen wir am Abend mit noch anderen beteiligten Künstlern zurück, die uns aus unseren Heimatstädten besuchen und werden schauen, was ist noch übrig. Und das, was noch übrig ist, und hoffentlich ist das nicht zu wenig, werden wir wieder abnehmen. Ironischerweise, aber vielleicht auch bezeichnenderweise sind genau die Bilder abhanden gekommen, die am belebtesten Ort ausgestellt waren. Natürlich muss man sich erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass man das Bild nicht mehr sehen wird. Aber auf der anderen Seite geht die Reise dieser Bilder jetzt nochmal in eine ganz neue Richtung weiter.